Hallo liebe Häkelfreunde, heute habe ich dieses Kesse Barett für euch entworfen und gehäkelt. Ihr braucht dazu ungefähr 100 Gramm Wolle, geeignet für eine Nadelstärke Nummer 5, in eurer Lieblingsfarbe oder passend zu eurer Garderobe und ein paar Stunden Zeit und schon könnt ihr eure tolle neue Mütze ausführen. Ich habe zum Beispiel Restwolle von der Raglan-Jacke Wellenspiel verwendet. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Freude beim Nacharbeiten. Für diese Mütze nehme ich die Pastello von Gründel. Ich habe hier noch einen Rest von der RVO-Jacke Wellenspiel und ich nehme eine Häkelnadel Nummer 5. Das ist die Farbe 06. Ein ganzer Knäuel hat 200 Gramm und 400 Meter Lauflänge. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge und häkle 5 Luftmaschen. Die schließe ich mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle 3 Luftmaschen und häkle in den Ring hinein weitere 11 Stäbchen, sodass wir inklusive dem Ersatzstäbchen 12 Stäbchen haben. Ich häkle über den Faden drüber, damit wir den Ring später zusammenziehen können. Und wenn ich meine 12 Stäbchen gemacht habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe insgesamt 12 Stäbchen gehäkelt und ich schließe mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde. Ich beginne wieder mit 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen und häkle in dieselbe Einstichstelle, wo diese 3 Luftmaschen herauskommen, ein zweites Stäbchen. Der nächste Maschenkopf ist immer ein bisschen verzogen, das kommt durch das Schließen der Runde, aber auch den dürfen wir nicht auslassen. Wir häkeln in jedes Stäbchen der Vorrunde 2 Stäbchen in eine Masche. Das heißt, wir erhalten 24 Stäbchen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 24 Stäbchen gehäkelt und schließe wieder in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde. Jetzt ziehe ich den Faden ein bisschen herauf, hole einen Umschlag, steche in dieselbe Masche wieder ein, hole den Faden ein zweites Mal durch und dann ein drittes Mal, masche alle Schlaufen ab und diese erste Noppe beschließe ich mit einer Luftmasche und dann folgen als Abstand weitere 2 Luftmaschen. In die nächste Masche, die nicht so schön ist, häkle ich ebenfalls eine Dreiernoppe, immer einen Umschlag holen, den Faden durchholen, das Ganze 3 Mal, alle abmaschen
und dann die letzten 2. Abstand ist 2 Luftmaschen, ein Umschlag, den Faden einmal durch, ein Umschlag, den Faden zweimal durch, ein Umschlag, den Faden dreimal durch, alle Fäden abmaschen bis auf 2 und dann die letzten 2 und 2 Luftmaschen Abstand. Wir erhalten genau 24 Noppen und wenn ihr die gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 24 Dreiernoppen gehäkelt. Auch am Ende brauchen wir 2 Luftmaschen Abstand und ich schließe zunächst in den Kopf der ersten Noppe zur Runde und häkle eine weitere Kettmasche in die Lücke, häkle 3 Luftmaschen und ein Stäbchen in die erste Lücke und dann häkle ich in jede Lücke 2 Stäbchen, keine Luftmaschen dazwischen, nur Stäbchen. Und es müssten sich 48 Stäbchen ergeben. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 48 Stäbchen gehäkelt. Ich schließe in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde. Ich ziehe den Faden etwas herauf, hole einen Umschlag, steche in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch, masche alle Schlaufen ab und die erste Noppe beschließen wir mit einer Luftmasche, dann folgen 2 Luftmaschen Abstand und wir machen lauter Zweiernoppen in jedes Stäbchen eine. Wir holen einen Umschlag, holen den Faden einmal durch, ein Umschlag, den Faden ein zweites Mal durchholen, alle abmaschen bis auf 2 und dann die restlichen 2. 2 Luftmaschen Abstand, eine Zweiernoppe, 2 Luftmaschen Abstand und so weiter und es ergeben sich 48 Zweiernoppen. Die Reihe wird sich ein bisschen wellen, das macht nichts, das ist bei mir auch so. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 48 Zweiernoppen gehäkelt. Auch am Ende brauchen wir 2 Luftmaschen als Abstand und wir schließen zunächst in den Kopf der ersten Noppe zur Runde und häkeln eine weitere Kettmasche in die Lücke. Diese Reihe wellt sich ein bisschen, das ist in Ordnung, das ist bei mir auch so. Wir starten mit 3 Luftmaschen und häkeln ein zweites Stäbchen in die erste Lücke und häkeln in jede Lücke 2 Stäbchen, sodass sich insgesamt 96 Stäbchen ergeben und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 96 Stäbchen gehäkelt. Ich schließe in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde und jetzt folgen 2 weitere Reihen mit 96 Stäbchen, 2 völlig identische Reihen. Wir starten mit 3 Luftmaschen und häkeln in jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen, also wieder 96. Das machen wir diese Runde und noch eine weitere Runde und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Nach 8 Reihen sieht das Ganze so aus. Ich habe im Moment einen Durchmesser von ca. 25 cm.
Die nächste Reihe beginnt mit 2 Luftmaschen und 2 zusammen abgemaschten Stäbchen in dieselbe Masche. Wir holen einen Umschlag, stechen in dieselbe Masche ein, wo diese Luftmaschen herauskommen, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab, holen einen Umschlag, stechen noch einmal in dieselbe Masche ein, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab. Wir haben 3 Schlaufen auf der Nadel, die maschen wir gemeinsam ab und als Abstand häkeln wir 2 Luftmaschen und wir lassen immer eine Masche aus und in jede zweite Masche häkeln wir 3 nicht ganz fertige Stäbchen. Das heißt, dass wir immer nur 2 Fäden abmaschen. Jetzt haben wir 4 Schlaufen auf der Nadel. Die erste Gruppe ist immer ein bisschen anders als die anderen. Wir maschen alle gemeinsam ab und häkeln 2 Luftmaschen als Abstand. Einen Umschlag holen, eine Masche auslassen und 3 zusammen abgemaschte Stäbchen häkeln. 2 Luftmaschen Abstand. Es ergeben sich 48 Dreiergruppen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch am Ende der Runde brauchen wir 2 Luftmaschen. Wir schließen in den Kopf der ersten Gruppe zur Runde und häkeln eine weitere Kettmasche in die Lücke. Wir starten mit 3 Luftmaschen und häkeln in die erste Lücke noch einmal 2 Stäbchen und dann häkeln wir in jede Lücke 3 Stäbchen. Es ergeben sich genau 144 Stäbchen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 144 Stäbchen gehäkelt. Ich habe in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde geschlossen mit einer Kettmasche. Ich habe jetzt einen Durchmesser von ca. 31,5 cm. Der Durchmesser sollte für eine erwachsene Dame zwischen 30 und 32 cm betragen. Sollte der Durchmesser weniger als 30 cm betragen, häkelt ihr einfach noch eine Reihe Stäbchen mit 144 Stäbchen. Wir halbieren nämlich jetzt die Maschenzahl und erhalten dann für das Bündchen einen Umfang von ca. 50 cm und das passt sehr gut, da das Ganze ein bisschen dehnbar ist, also ein bisschen kleiner als der Kopfumfang. Und wir halbieren jetzt die Maschenzahl. Dazu beginnen wir mit 2 Luftmaschen und häkeln in die nächste Masche ein Stäbchen. Das sind jetzt 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Die erste Gruppe ist immer etwas anders als die anderen. Dann holen wir einen Umschlag, stechen in die nächste Masche ein, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab, holen einen Umschlag, stechen in die nächste Masche ein, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab. Wir haben 3 Schlaufen auf der Nadel, die maschen wir gemeinsam ab. Immer über die nächsten beiden Maschen 2 nicht ganz fertige Stäbchen häkeln. Auf diese Weise halbieren wir die Maschenzahl. In der nächsten Runde ist das dann nur noch immer eine Masche. Und es ergeben sich
72 solche Zweiergruppen und wenn ihr die gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 72 mal 2 zusammen abgemaschte Stäbchen gehäkelt. Wir schließen in den Kopf der Zweiergruppe in die größere Masche mit einer Kettmasche. Das Ganze wölbt sich bereits, aber die Abnahme wirkt sich erst aus vollständig, wenn wir ein paar weitere reingehäkelt haben. Wir häkeln jetzt eine Luftmasche und wir wenden jetzt die Arbeit. Das heißt, wir häkeln jetzt auf der weniger schönen Seite weiter. Und zwar häkle ich jetzt 72 halbe Stäbchen. Ich beginne gleich in der ersten Masche, wo diese Luftmasche darüber liegt. Wir holen einen Umschlag und häkeln ein halbes Stäbchen und häkeln in jeden Maschenkopf ein halbes Stäbchen. Und wie gesagt, es ergeben sich 72 halbe Stäbchen. Und ihr seht schon, jetzt wird das Ganze noch einmal enger und wir sehen uns am Ende der Runde wieder. Willkommen zurück. Ich habe 72 halbe Stäbchen gehäkelt und schließe in den Kopf des ersten halben Stäbchens mit einer Kettmasche zur Runde. Jetzt häkle ich eine Luftmasche, um in die Höhe zu kommen, und jetzt müsst ihr genau schauen. Ich häkle jetzt nur noch in das vorderste Maschenglied, auch gleich ins erste halbe Stäbchen. Das ganz vorne liegt, das ist nur ein Faden. Ich zeige euch gleich warum. Auf der schönen Seite sieht das dann so aus. Wir erhalten so einen Steg. Also hier müssen auf der anderen Seite 2 Maschenglieder verlaufen. Das sieht ähnlich aus wie beim Stricken. Ihr müsst einfach immer nur ins vordere Maschenglied häkeln und es ergeben sich wieder 72 halbe Stäbchen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich schließe wieder in den Kopf des ersten halben Stäbchens mit einer Kettmasche zur Runde, häkle eine Luftmasche und beginne wieder gleich in der ersten Masche und hier gleich wieder nur ins vordere Maschenglied häkeln, genau wie in der Reihe zuvor, und ich würde das Bündchen circa 5 bis 6 cm breit machen. Das Ganze sieht jetzt so aus, ihr seht, dieser Umfang ist deutlich kleiner geworden. Solltet ihr ihn noch kleiner machen wollen, könnt ihr zum Beispiel auf eine dünnere Häkelnadel umsteigen, zum Beispiel für ein Mädchen. Dann wird der Bund noch ein bisschen enger. Und wie gesagt, wir wiederholen diese Reihe, die wir soeben gemacht haben, noch einige Male, bis der Bund 5 bis 6 cm breit ist, und auf der schönen Seite sieht das dann so aus. Hier ergeben sich solche schönen Rippen, und wenn ihr den Bund fertig gemacht habt, müsst ihr nur noch die Fäden vernähen und unser Barett ist fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieses Kästenbaretts
und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Eure Karin aus dem Ländle.